Hey, der Technomancer. Hauen die gerade ab vor uns? Oh. Was haben wir denn jetzt hier vor hier? Ach, sind das die Vori? Irgendwelche Vori-Schläger wahrscheinlich. Zumindest sieht das so aus. Wann sind die dick, Mann? Kein Gegenstand gefunden. Ah ja, da haben wir hier unten direkt eine Anlaufstelle. Ich weiß nicht für welche Quest, aber ich kann mir vorstellen, dass es die mit den Vori ist. Traitor, get him! Aua! Kartoffel. Ah, hier kriegen wir nochmal Ersatzteile. Wahrscheinlich. Wie gut, dass ich das Schloss knacken kann, sonst könnte ich das jetzt hier gar nicht machen, ne? Finde den Stator. Okay, ich habe den Stator. Drin noch irgendwas? Can't open the lock or break it. And Ja, need the combination. woher kriege ich die Kombination? Hat sie die? Hi, Zach. How are you? Hello, Amelia. I'm fine, thanks. Ja, die Ersatzteile gebe ich ihr dann, wenn ich sie alle habe. Gut, weiter. Tja, da haben wir jetzt in knapp 3 Minuten schon mehr geschafft als in der letzten Folge. Da darf ich mir doch ruhig mal auf die Schulter klopfen. Traitor, get him! Ich freue mich übrigens für das Spiel, weil es ist ja von Spider. Spider haben wir schon ein paar Spiele entwickelt. Die kamen wohl so bei der Allgemeinheit nicht so gut an, wurden auch von vielen Spielemagazinen und so weiter zerrissen. Und auch das hier wurde schon zum, ja, ich nenne einfach keinen Namen, von namhaften Spielezeitschriften wurde das auch schon, naja, also, ich finde es gut, und wenn man auch mal die Steam-Reviews und so weiter anguckt, hat das Spiel echt, ich glaube, die Gesamtwertung, also zumindest von den Reviews her, ist sehr positiv und alles. Und nur allein, weil die alten Spiele nicht so gut ankamen, gab es eben gleich wieder die Leute, das wird ja eh nix, die Entwickler, Ich meine, für mich gibt es eigentlich nur einen Entwickler, den ich absolut nicht mehr traue. Das ist der Entwickler von War Z. Und ich glaube, das ist durchaus berechtigt, wenn man so einen Entwickler, der
der offenkundig betrogen hat, die Leute, ne? Der hat Screenshots hochgeladen von Szenen im Spiel und Sachen gezeigt, wie sie im Spiel aussehen, die so überhaupt nicht existiert haben. Und dann dieser extreme Free-to-Play und Hacker verseuchte Spiel und es wurde halt nichts eingehalten, was versprochen wurde. Es wurde einfach nur den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen. Deswegen halte ich davon gar nichts mehr. Traitor, get him! Die haben sie jetzt auch schon wieder ein neues Spiel rausgebracht. Und irgendwie, keine Ahnung. Ich hab mir einen Twitch-Stream angeguckt zu dem Spiel. Und irgendwie hat man sofort erkannt, von wem das Spiel ist. Ich hab mir das Spiel angeguckt und dachte, irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Vielleicht ist dieselbe Engine oder so, wie war sie. Vielleicht hat da jemand dieselbe Engine benutzt oder irgendwas. Und dann habe ich schlau gemacht und dann dachte ich mir, oh Mann. Das Geile war ja, da haben sie ja War Z. Ich meine, das wurde ja sogar von Steam runtergenommen. Und ich meine, das sagt ja alles über ein Spiel aus, wenn es sogar von Steam verschwindet aufgrund diesen Betrugssachen und so. Ja, leider wurde es natürlich unter anderem Namen wieder reingebracht. Infestation, könnt ihr ja mal gucken, wenn ihr euch das Ganze... Sicherheitsvergleich, die ganze der Nacht sind nicht so streng, du hast eine bessere Chance, unentdeckt zu bleiben. Kann ich jetzt hier durchschleichen, oder was? Nö, ich fight mich einfach durch hier. So, tschüss, Dicker. Also ich kann es natürlich nicht empfehlen, wo sie das Spiel oder auch nicht Infestation. Ich wollte damals gab es eigentlich so richtig als Zombie-Survival-Game, gab es eigentlich nur die Daisy-Mod. Und da kam in das Spiel, ich bin auch mit auf den Zug aufgesprungen, weil ich dachte, ja klar, ein bisschen Abwechslung, schadet doch niemanden. Und dann habe ich es auch eine Weile gezogen, das war halt echt so ein Mist. Und ich kann es gar nicht verstehen, es gab dann damals so viele Leute, auch Let's Player, da wo ich gesagt habe, das ist viel besser als DC und so weiter. Voll Blödsinn, also keine Ahnung. Das Spiel war nicht mal ansatzweise so gut wie DC damals. Es war ein bisschen arcadiger, mehr so H1Z1 Stil. Gut, das muss man halt irgendwie mögen. Aber für mich ist, also meiner Meinung nach, das beste Zombie-Survival-Game ist immer noch DayZ, aufgrund einfach wie die Welt ist, wie die Interaktionsmöglichkeiten mit dem Spiel. Natürlich gibt es noch andere Zombie-Survival-Games. Es gibt natürlich auch noch sowas wie 7 Days to Die, wo halt das Hauptaugenmerk meiner Meinung nach ein bisschen mehr noch auf Basebau und so weiter liegt. Aber ich bin von beiden Themen so ein bisschen übersättigt. Also Zombies und Open World Survival Sandbox Game, wo es darum geht, Ressourcen abzubauen etc. 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 Es fühlt sich irgendwie so an, als würde nichts anderes mehr kommen. Nur noch solche Spiele. Bitte, liebe Entwickler, lasst doch mal wieder eure Fantasie freien Lauf und macht mal was Neues. Und nicht immer denselben Case. Ich freue mich aber auf jeden Fall drauf, wenn DayZ fertig ist irgendwann einmal. Und das meine ich ernst, ohne Sarkasmus jetzt.
Ist natürlich klar, dass die Entwicklung von der Standalone lang dauert. Und das war einfach ein Fehler damals, so eine knappe Zeitangabe zu machen. Das hat meiner Meinung nach so ein bisschen vor allem das Feuer geschürt. Aber Daisy ist ein gutes Spiel, es ist in der Entwicklung, es ist eine Alpha-Version. So, jetzt muss ich mit ihr reden. Hi, Zach. How are you? Das ist ein gutes Hello, Spiel, das wird Amelia. auch dauernd weiterentwickelt. thanks. Also, auch wenn es lange dauert, ich freue mich drauf, wenn dann Daisy irgendwann mal fertig ist. What's good, Zachariah? Got my parts yet? As promised, rotor, stator, and thermic regulator. Damn. Nice work. Keep up like that and you might start growing on me again. We're gonna get my baby back on the road. Mit der Reparatur beginnen. Great. Now that I've got everything, I can actually start on the repairs. But it's gonna take a day, at least. And once I start, I'm gonna be neck deep in it, so if you need me for anything else, I ain't gonna be available. Jetzt Works for reparieren. me. Sure you'll be able to get it working again, soon enough. Damn straight. Even if you lost your legs, I could get you going again. Now get out and let me work. So. Jetzt nehme ich sie so schnell mit, ich will aber dann wieder Amelia haben. Hatten wir nicht irgendwo ein Bett oder sowas? Da hinten. Ist das die Richtung? Ja. Ich trage schon wieder zu viel Gewicht mit mir rum. Ich bin immer gespannt auf No Man's Sky. Irgendwie freue ich mich drauf, irgendwie bin ich aber dann auch schon wieder so ein bisschen... Ich war auch schon wieder so ein bisschen geteilter Meinung und auch unsicher, ob es das Spiel ist, so, das mir gefallen würde. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. 4 Stunden. Was soll's? Auf zu Amelia. In welchem Film gab es eine Amelia? Welcher Film war denn das? Amelia, Moment, Amelia. War Amelia nicht in Underworld? War das nicht die Tochter von Victor? Hieß die nicht so? Take a look. Good as new. Like she's right off the factory floor. Okay, great. So we can get anywhere we need to go? To the horizon and back if you need to. Klingt sexy. Zach, I need to talk to you without the others around. Something personal. Annehmen und die anderen gehen lassen. No problem. It's regarding what you found in Ophir, you know? In Scott's lab, my father's mail. I've thought about it, and I figured that we should try to find the kid. Scott's son. Don't you think Scott tried everything to find his son? Besides, he risks reliving something he may not want to experience again. That boy is connected to my father's disappearance, right? That's what that woman said. And look, the mutants have an almost normal life here. Scott didn't know that the city existed before. We could set up something new. What do you think? If we find out what happened to his son, we could not just bring him back here, but also find out what my dad went to do for Scott.
I'm almost convinced that he was trying to bring him back his son. All right, Natürlich I'll machen look wir mit. into it. Someone must know where to find the information regarding the new mutants. Thank you. But I don't think Scott should know about all this for now. If something happened to his kid. Anyway, you know? Ja. Hi, Zach. How are you? Hello, Amelia. I'm fine, thanks. So, Team zusammenstellen. Amelia und Lucky. What are you looking for, Amelia? Info on a little mutant. Or a kid who became a mutant. Talk to Phobos then. Sure, he'd know more than anyone else about that. Good point. Phobos. So, dann verbessern wir den auch noch ein bisschen. Kriegt so ein Schadensupgrade. Ach, nee, den kannst du ja eh noch nicht ausrüsten. So, Rüstung. Amelia. Okay, wir gehen nochmal zum Ausrüsten zurück. Schauen wir mal, ob wir irgendwas Besseres machen können. Okay, dann kriegt sie. Moment, sie kriegt die Soldatenuniform. Die können wir nämlich zweimal aufbessern. So. Dann. Warum hat sie das Zeug? Und nicht das? Soldatenuniformhose, das passt. Das passt, das passt. Streitkolben passt. Die Stiefel habe ich, glaube ich, auch nichts Besseres, ne? Das ist gut so. Die Schutzbrille ist irgendwie cool an ihr, oder? Lucky. So. Der kriegt die Kapuze. So, die Jacke haben wir schon für ihn. Hände. Technomancer Hose passt auch. Stiefel haben wir auch nichts Besseres. Ah, die kriegt er noch nicht. So, und jetzt aber. Schadenschutz. 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 So, jetzt Lucky. Kartettenjacke ist aufgerüstet. Technomancer Hose können wir nochmal aufrüsten. Und sonst nichts mehr. Ja, easy. So, was haben wir jetzt? Quests. Okay, finde Informationen über Scotts Sohn und die andere Quest. Aber, warte mal, Phobos. Wer war denn Phobos? War das nicht einer von meinen Gefährten? Oh, eben. Zachariah, your help would be indispensable once more. Zuhören. I'm listening. We need weapons because we will have to defend ourselves. My extraction operations have come to a full stop ever since the ASC arrested my mother. I got in touch with a man who can sell us military surplus, but he will not do business with a mutant. That is why I need your help.
I would like you to come with me dressed as a merchant from Noctis and pretend you are one. I hope that you can buy his equipment from him without us knowing the purchase's real purpose. What do you think? Can't help him right now. I gotta finish the stuff I've already started for others. Fragen, ob wer weiß, wo Scott ist. Scott had a son who became a mutant. I'm trying to find him. Would you know by any chance where they could have taken him? A first-generation mutant. He must have suffered a lot, Zachariah. He would have been brutally taken away from his parents and deported very far, in another city or an outside complex. It is the protocol, probably to prevent the young mutant from running away with his family. Completely cut off from his relatives in a foreign environment, they will condition him to obey like an animal. I'm sorry, Phobos. That's what happened to you too. Yes, most of the time, new mutants end their lives where they were conditioned. But in some cases, they get transferred when they are adults. It depends on their workforce needs. It was during one of those transfers that I managed to run away. If your young mutant reached the adult age, it will be very hard to find him. He could be in another center on the run. From what I understand, his son may be my age. It will not be easy, but there is a way to find out at least where he was sent. There are archives in Ophir on all the citizens. You can find who was sent away as well as the location. Schon wieder nach Ophir. I do not know if they keep track of the past transfers during the first deportation, but at least that is where you should start looking. Okay. Dann, wir gehen aber erstmal hier noch bei der Main Quest ein Stück weiter, denke ich. Oder gehen wir zurück nach Nummer 4? Weil ich möchte das jetzt für Amelia da fertig machen. Ich reiß schon mal vor und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder in O4. Bis dann.